Stellen Sie sich eine Welt vor, die vom Rhythmus der Jahreszeiten und dem Knistern eines zentralen Feuers bestimmt wird. Eine Welt, in der eine einzige Tür die Grenze zwischen der eisigen Wildnis des Nordens und der Wärme einer Gemeinschaft markierte. Dies war die Welt der Wikinger. Und im Herzen dieser Welt stand ein Bauwerk, das weit mehr war als nur ein Haus. Es war eine Festung, ein soziales Zentrum, ein Mikrokosmos ihrer gesamten Gesellschaft, das Langhaus. Wir kennen die Wikinger als furchtlose Seefahrer und wilde Krieger. Aber wie lebten sie wirklich? Was geschah, nachdem die Drachenboote an Land gezogen wurden und der Lärm der Schlacht verklungen war? Die Antwort liegt in der Architektur ihrer Häuser verborgen. Häuser, die nicht für Einzelpersonen, sondern für ganze Sippen gebaut wurden, die Mensch und Tier unter einem einzigen, gewaltigen Dach vereinten. Was wäre, wenn wir Ihnen sagen, dass diese primitiven Barbaren architektonische Meisterwerke schufen, die perfekt an ihre raue Umgebung angepasst waren? Gebäude, die bis zu 80 Meter lang werden konnten, die Länge eines modernen Fußballfeldes und die über Generationen hinweg Bestand hatten. Wie organisierte sich das Leben in diesen riesigen Gemeinschaftsräumen, in denen Privatsphäre ein unbekanntes Konzept war? Wie spiegelte die Struktur des Hauses die soziale Hierarchie wider, vom mächtigen Jarl bis zum einfachen Sklaven? In diesem Film reisen wir zurück in die Zeit der Nordmänner. Wir werden die Geheimnisse des Wikinger-Langhauses lüften, von den genialen Bautechniken, die es ihnen ermöglichten, Stürmen und Wintern zu trotzen, bis hin zur komplexen sozialen Organisation, die das tägliche Leben unter seinem Dach regelte. Begleiten Sie uns auf eine Reise in das Herz der Wikingerwelt, in das schlagende Herz aus Holz, Torf und Feuer. Entdecken Sie das Langhaus, das vergessene Wunder der dunklen Jahrhunderte. Das Wikinger-Langhaus entstand nicht in einem Vakuum. Seine Wurzeln reichen tief in die skandinavische Vorgeschichte zurück, in eine Zeit lange vor den ersten Raubzügen. Um seine Bedeutung zu verstehen, müssen wir die Entwicklung der nordeuropäischen Behausungen über Jahrtausende zurückverfolgen. Schon in der Jungsteinzeit, um 4000 vor Christus, lebten die ersten Bauern Nordeuropas in länglichen Gemeinschaftshäusern. Diese frühen Strukturen waren einfacher, oft zweischiffig, mit einer einzigen Reihe von Dachstützen in der Mitte. Der entscheidende architektonische Durchbruch erfolgte in der vorrömischen Eisenzeit um 500 vor Christus. In dieser Zeit entwickelte sich das dreischiffige Langhaus. 2 parallele Reihen innerer Pfosten trugen nun das massive Dach. Diese Innovation war revolutionär. Die Außenwände hatten keine tragende Funktion mehr und konnten leichter gebaut werden, oft aus Flechtwerk und Lehm oder aus einfachen Holzplanken. Dies ermöglichte größere, breitere und stabilere Gebäude. Der Innenraum wurde in ein breites Mittelschiff und 2 schmalere Seitenschiffe unterteilt. Ein Grundriss, der für die nächsten 1500 Jahre das Markenzeichen des skandinavischen Wohnbaus bleiben sollte. Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Langhauses war die zunehmende Bedeutung der Viehzucht. Das Klima in Skandinavien wurde kälter und es wurde überlebenswichtig, das Vieh während der langen, harten Winter im Haus unterzubringen. Das Langhaus wurde zu einer multifunktionalen Einheit, Wohnhaus und Stall unter einem Dach. Diese Praxis sparte nicht nur Baumaterial, sondern hatte auch einen praktischen Nebeneffekt. Die Körperwärme der Tiere half, den Wohnbereich der Menschen zu heizen. Archäologen können heute oft genau nachweisen, welcher Teil des Hauses als Stall diente, basierend auf Phosphatanalysen des Bodens, die auf tierische Exkremente hinweisen. Die unruhigen Zeiten der Völkerwanderung und der germanischen Eisenzeit, ca. 400 to 800 nach Christus, festigten die soziale Bedeutung des Langhauses. In einer Welt ohne zentrale politische Autorität war die Sippe, die Großfamilie, die wichtigste soziale und wirtschaftliche Einheit. Das Langhaus war der physische Ausdruck dieser Einheit. Es war das Zentrum des Hofes, des Tuns. Hier lebte der Anführer oder Häuptling mit seiner Familie, seinen Gefolgsleuten, Arbeitern und Sklaven.
Die Größe und Pracht des Langhauses spiegelte direkt den Reichtum, die Macht und das Ansehen seines Besitzers wider. Als die Wikingerzeit um das Jahr 800 anbrach, war das Langhaus bereits eine jahrhundertealte, hochentwickelte und tief in der Kultur verwurzelte Bauform. Die Wikinger perfektionierten diese Tradition. Angetrieben durch den Reichtum aus Handel und Raubzügen und beeinflusst durch neue Techniken wie den fortschrittlichen Schiffbau, entwickelten sie das Langhaus weiter. Die Wände wurden leicht nach außen gewölbt, ähnlich wie bei einem Schiff, was die Stabilität erhöhte und dem Gebäude seine ikonische, elegante Form verlieh. Das Langhaus der Wikingerzeit war somit das Ergebnis einer langen Evolution. Eine perfekte Symbiose aus architektonischer Notwendigkeit, sozialer Funktion und kultureller Symbolik, bereit, zum Zentrum einer der dynamischsten Epochen der europäischen Geschichte zu werden. Der Bau eines Langhauses war ein monumentales Unterfangen, das eine präzise Planung, immense Ressourcen und die Arbeitskraft der gesamten Gemeinschaft erforderte. Alles begann mit dem Fundament. Die Wikinger gruben tiefe Löcher für die massiven, erdbefestigten Pfosten, die das Rückgrat des gesamten Gebäudes bildeten. Diese Pfosten, oft aus Eiche oder Kiefer, waren das entscheidende statische Element. Sie trugen die gesamte Last des Daches. Die Wände hingegen hatten, wie bereits erwähnt, kaum eine tragende Funktion. Ihre Bauweise variierte je nach regionaler Verfügbarkeit von Materialien. In waldreichen Gebieten wie Norwegen und Schweden dominierte der Holzbau. Eine verbreitete Technik war der Stabbau, bei dem vertikale Planken zwischen einem Schwellbalken am Boden und einem Wandbalken oben eingefügt wurden. Eine einfachere Methode waren Flechtwerkwände aus Weiden oder Haselruten, die anschließend mit einer Mischung aus Lehm, Tierdung und Stroh verputzt wurden. Dieser Lehmbewurf bot eine erstaunlich gute Isolierung und Winddichtigkeit. In baumarmen Regionen wie Island, Grönland oder den schottischen Inseln griffen die Wikinger auf das zurück, was die Landschaft ihnen bot: Stein und Torf. Die Wände wurden als Trockenmauern errichtet, oft in einer doppelwandigen Bauweise, deren Zwischenraum mit Erde gefüllt wurde, um die Isolation zu verbessern. Besonders eindrucksvoll waren die Torfhäuser. Gestochene Torfziegel, Soden, wurden wie Mauersteine zu meterdicken Wänden aufgeschichtet. Diese Wände boten eine exzellente Isolierung gegen die arktische Kälte. Das Dach war die Krönung des Bauwerks. Es war steil geneigt, um Regen- und Schneelasten effektiv abzuleiten. Die charakteristische, schiffsähnliche Krümmung des Dachfirstes war nicht nur ästhetisch, sondern auch statisch genial. Sie verteilte das Gewicht gleichmäßig und verhinderte ein Durchhängen der gewaltigen Konstruktion. Gedeckt wurde das Dach mit Materialien, die vor Ort verfügbar waren: Schilf, Red, Stroh, Holzschindeln oder, besonders in Island, Birkenrinde und Grassoden. Ein solches Grasdach bot nicht nur hervorragende Isolierung, sondern integrierte das Haus auch optisch in die Landschaft. Eine Öffnung im Dachfirst, das Windauga oder Windauge, diente als Rauchabzug für die zentrale Feuerstelle. Eine einfache, aber effektive Lösung in einer Welt ohne Schornsteine. Das Ergebnis war ein Gebäude, das atmete, das lebte und das den Menschen einen sicheren Hafen in einer feindlichen Welt bot. Betrat man ein Langhaus, tauchte man in eine andere Welt ein. Eine Welt aus Rauch, Halbdunkel, dem Geruch von Tieren, gekochtem Essen und feuchter Erde. Der Innenraum war in der Regel klar gegliedert. An einem Ende befand sich der Stall, altnordisch Fjós, wo das Vieh überwinterte. Dieser Bereich war oft tiefer gelegen, um den Abfluss von Jauche zu erleichtern. Eine einfache Trennwand oder nur ein Absatz im Boden trennte den Tier- vom Menschenbereich. Das Herz des Hauses war die zentrale Halle. Hier pulsierte das Leben. Der Boden bestand aus gestampftem Lehm, der durch Asche aus dem Feuer verfestigt und desinfiziert wurde. Die zentrale Achse des Raumes bildete die lange, offene Feuerstelle, die Langeld.
Sie war die einzige Quelle für Licht, Wärme und gekochte Mahlzeiten. Hier versammelte sich die Familie nach einem harten Arbeitstag. Hier wurden Geschichten erzählt, Lieder gesungen und Pläne geschmiedet. Entlang der Längswände verliefen erhöhte Plattformen aus Holz oder Erde. Diese Bänke, Bekier, waren die multifunktionalen Möbel des Langhauses. Tagsüber saß man hier, aß und verrichtete Handwerksarbeiten wie Spinnen, Weben oder die Reparatur von Werkzeugen. Nachts dienten sie als Schlafstätten. Man schlief auf Stroh, bedeckt mit Tierfellen. Privatsphäre, wie wir sie heute kennen, existierte nicht. Man lebte, arbeitete und schlief in ständiger Gemeinschaft. Die Sitzordnung auf diesen Bänken war streng hierarchisch geregelt und spiegelte die soziale Ordnung der Wikingergesellschaft wider. In der Mitte der Längswand, an der prestigeträchtigsten Stelle, befand sich der Hochsitz Öndvegi des Hausherrn, des Jarls oder des freien Bauern, Bondi. Oft war dieser Platz von kunstvoll geschnitzten Hochsitzpfeilern, Öndvegisulur, flankiert, die eine immense spirituelle Bedeutung hatten und oft von Generation zu Generation weitergegeben oder bei einer Umsiedlung sogar mitgenommen wurden. Je näher eine Person am Hausherrn saß, desto höher war ihr sozialer Status. Gäste wurden entsprechend ihres Ranges platziert und ein Sitzplatz weit entfernt vom Feuer und vom Hausherrn war eine klare Botschaft. Die Frau des Hauses, die Husfreyja, hatte ihren eigenen Ehrenplatz, meist gegenüber ihrem Mann und herrschte über den Haushalt, die Vorräte und die Sklaven, symbolisiert durch die Schlüssel, die sie an ihrem Gürtel trug. Manche der größten Langhäuser, wie die rekonstruierte Halle in Borg auf den Lofoten, die beeindruckende 83 Meter lang war, besaßen zusätzliche, abgetrennte Räume am Ende des Wohnbereichs. Diese dienten als private Gemächer für den Hausherrn und seine engste Familie, als Speisekammer oder als Werkstatt. Doch für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung fand das gesamte Leben in diesem einen großen, rauchigen, lauten und doch schützenden Raum statt. Es war ein Leben in ständiger, erzwungener Gemeinschaft, das aber auch ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit und der gegenseitigen Abhängigkeit schuf. Der Alltag im Langhaus war geprägt von harter Arbeit und einem klaren Rhythmus, vorgegeben durch die Sonne und die Jahreszeiten. Der Tag begann früh. Die Männer kümmerten sich um die Arbeit auf den Feldern, die Jagd, den Fischfang oder die Instandhaltung von Gebäuden und Schiffen. Die Frauen waren für alles zuständig, was innerhalb des Hauses geschah. Die Zubereitung der Mahlzeiten, das Backen von Fladenbrot, das Buttern, die Käseherstellung und die aufwendige Textilproduktion. Vom Scheren der Schafe über das Spinnen der Wolle bis zum Weben von Stoffen an den großen Gewichtswebstühlen, die in fast jedem Haus zu finden waren. Das Kochen fand über dem offenen Feuer statt. Die Hauptmahlzeiten bestanden oft aus einem Eintopf, Skause, der den ganzen Tag über vor sich hinköchelte und in den immer wieder neue Zutaten gegeben wurden. Getreidebrei, Fisch, Fleisch von Haus- und Wildtieren sowie gesammelte Kräuter und Beeren bildeten die Grundlage der Ernährung. Rauch vom Feuer zog nur langsam durch die Dachöffnung ab, was bedeutete, dass die Luft im Inneren ständig rauchgeschwängert war. Archäologische Untersuchungen von Skeletten aus der Wikingerzeit zeigen oft Anzeichen von chronischen Atemwegserkrankungen, ein hoher Preis für die lebenswichtige Wärme des Feuers. Doch das Langhaus war nicht nur ein Ort der Arbeit, sondern auch der Feierlichkeiten und der Gemeinschaft. Hier wurden die großen Feste des Jahreszyklus begangen, wie das Julfest im Winter oder die Feste zur Sommersonnenwende. Hochzeiten, Geburten und Beerdigungen wurden hier zelebriert. Der Hausherr war zur Gastfreundschaft verpflichtet. Reisende zu beherbergen war eine heilige Pflicht und eine Frage der Ehre. Bei Festen wurde die Halle zur Festhalle, Höll. Met und Bier flossen in Strömen, Fleisch wurde gebraten und Skalden trugen lange, kunstvolle Gedichte über die Taten von Göttern und Helden vor. Diese Feste waren entscheidend, um soziale Bande zu knüpfen, Loyalitäten zu festigen und Allianzen zu schmieden.
In den Langhäusern der Mächtigen fanden auch politische und juristische Versammlungen statt. Hier hielt der Jarl Hof, sprach Recht und traf Entscheidungen, die das Schicksal der gesamten Region beeinflussen konnten. Das Langhaus war somit auch ein Symbol politischer Macht und administratives Zentrum. Es war der Ort, an dem Tributzahlungen entgegengenommen, Kriegszüge geplant und Handelsabkommen geschlossen wurden. Die Größe und Ausstattung des Hauses, die Qualität der Holzschnitzereien, die kostbaren Wandteppiche, die Waffen an den Wänden, all das diente dazu, den Status des Besitzers zu untermauern und Besucher zu beeindrucken. Es war eine Bühne, auf der Macht und Ansehen zur Schau gestellt wurden. Vom intimsten Familienleben bis zur großen Politik. Alles fand unter dem schützenden Dach des Langhauses statt. Die Ära der Wikinger mag vor 1000 Jahren geendet haben, doch die Faszination für ihre Welt und ihre einzigartige Architektur ist lebendiger denn je. Heute erleben die Langhäuser eine Renaissance, nicht als Wohnhäuser, sondern als Fenster in die Vergangenheit. Überall in Skandinavien und an anderen Orten, an denen die Wikinger siedelten, arbeiten Archäologen, Historiker und Handwerker daran, diese beeindruckenden Gebäude wieder zum Leben zu erwecken. Dr. Sören Sindbäck, Archäologe: Wenn wir ein Wikinger-Langhaus ausgraben, finden wir natürlich keine stehenden Wände mehr. Was wir finden, sind die Spuren im Boden. Dunkle Verfärbungen, wo die massiven Holzpfosten einst standen. Anhand dieser Pfostenlöcher können wir den genauen Grundriss, die Größe und sogar die innere Aufteilung des Hauses mit erstaunlicher Präzision rekonstruieren. Jeder Fund ist wie ein Puzzle, das uns mehr über das Leben dieser Menschen verrät. Diese archäologischen Erkenntnisse bilden die Grundlage für spektakuläre Rekonstruktionsprojekte. Museen wie das Lofoter Viking Museum in Borg, Norwegen, haben die größte je gefundene Häuptlingshalle in Originalgröße wieder aufgebaut. In Orten wie Haithabu in Deutschland oder dem Fyrkat in Dänemark können Besucher durch ganze Wikingersiedlungen wandern und das Leben von damals hautnah erfahren. Diese Living History Museen sind keine sterilen Ausstellungen. Hier brennt das Feuer in den Langhäusern, es riecht nach Rauch und geteertem Holz und Darsteller in authentischer Kleidung demonstrieren altes Handwerk. Die Herausforderungen bei diesen Rekonstruktionen sind immens. Es geht darum, so authentisch wie möglich zu sein, oft unter Verwendung der gleichen Werkzeuge und Techniken wie die Wikinger. Gleichzeitig müssen moderne Sicherheitsvorschriften und die Bedürfnisse der Besucher berücksichtigt werden. Doch der Aufwand lohnt sich. Diese wiederauferstandenen Langhäuser sind nicht nur Touristenattraktionen, sie sind auch unschätzbare Zentren für experimentelle Archäologie. Forscher können hier testen, wie lange der Bau dauerte, wie viel Material benötigt wurde, wie sich der Rauch im Inneren verhielt oder wie haltbar ein Grasdach ist. Gleichzeitig treibt die moderne Technologie unser Wissen voran. Georadar und Laserscans, LIDAR, ermöglichen es Archäologen, unentdeckte Siedlungen unter der Erde zu finden, ohne einen einzigen Spatenstich zu machen. Digitale 3D-Modelle erwecken versunkene Welten am Computer zu neuem Leben. Die Erforschung des Langhauses ist also ein dynamisches Feld, eine spannende Verbindung aus alter Geschichte und neuester Wissenschaft, die uns immer tiefere Einblicke in das Herz der Wikingerkultur gewährt. Was hält die Zukunft für die Erforschung der Wikinger-Langhäuser noch bereit? Experten sind sich einig, dass wir erst an der Oberfläche gekratzt haben. Tausende von Siedlungsplätzen liegen noch unentdeckt unter skandinavischen Feldern und Weiden. Der Klimawandel, der Gletscher schmelzen und Permafrostböden auftauen lässt, könnte in den kommenden Jahrzehnten organische Materialien von unschätzbarem Wert freilegen. Holz, Textilien, Leder, die unser Bild vom Leben im Langhaus revolutionieren könnten. Die Fortschritte in der Bioarchäologie werden ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. DNA-Analysen können Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb einer Hausgemeinschaft aufdecken, während Isotopenanalysen von Zähnen und Knochen verraten,
wo eine Person aufgewachsen ist und was sie gegessen hat. Wir werden in der Lage sein, die Geschichten einzelner Familien, die ein Langhaus bewohnten, detaillierter zu erzählen als je zuvor. Auch die Art und Weise, wie wir dieses Wissen vermitteln, wird sich wandeln. Virtual und Augmented Reality werden es uns ermöglichen, nicht nur rekonstruierte Häuser zu besuchen, sondern vollständig in die Welt der Wikinger einzutauchen. Man wird virtuell am Feuer sitzen, den Geschichten der Skalden lauschen und die soziale Dynamik eines Festmahls erleben können. Die Zukunft der Langhausforschung liegt in der Verknüpfung von archäologischer Präzisionsarbeit, naturwissenschaftlicher Analyse und immersiver digitaler Technologie, um die Vergangenheit erlebbarer zu machen als je zuvor. Das Langhaus der Wikinger. Es war so viel mehr als nur ein Gebäude aus Holz und Torf. Es war der Mittelpunkt eines Universums, ein Spiegelbild der Gesellschaft und ein Bollwerk gegen eine wilde, unbarmherzige Natur. In seiner rauchigen Dunkelheit wurden Kinder geboren, Allianzen geschmiedet, Götter verehrt und Helden besungen. Es war Stall, Werkstatt, Festhalle und Zuhause in einem. Wir haben seine architektonische Genialität erkundet, die es ihm ermöglichte, Stürmen zu trotzen. Wir haben die komplexe soziale Ordnung verstanden, die das Leben von Dutzenden von Menschen unter einem Dach organisierte. Und wir haben gesehen, wie sein Erbe heute durch leidenschaftliche Forscher und Handwerker am Leben erhalten wird. Das Langhaus lehrt uns eine fundamentale Lektion über die Wikinger und vielleicht auch über uns selbst. Es zeigt, dass im Zentrum ihrer kriegerischen und seefahrenden Kultur ein tiefes Bedürfnis nach Gemeinschaft, Struktur und einem sicheren Hafen stand. Ein Ort, an dem man zurückkehren konnte. Wenn wir heute also an die Wikinger denken, so sollten wir uns nicht nur die Drachenschiffe auf stürmischer See vorstellen, sondern auch das warme, flackernde Licht, das aus der Tür eines Langhauses scheint. Ein Leuchtfeuer der Zivilisation in einer dunklen Zeit.